Du bist nur nett zu mir, wenn ich nicht nett zu Kathi bin. Genau. Wenn du jetzt das Kind abtreiben würdest, dann wäre es das Dümmste, was du tun könntest. In den 2 Minuten, in denen du die Stiefel ausziehst, wirst du nicht gleich verhungern. Ich glaube, ich war nicht immer besonders fair zu euch. Ach, Sophie, sowas kann vorkommen. Ach, und wieso nicht? Weil du selber auf Ramon abfährst. Deswegen. Ich in Ramon verknallt? Wie kommst du denn auf so einen Blödsinn? Ich kann doch 1 und 1 zusammenzählen, Mensch. Naja, in Mathe warst du ja noch nie eine Leuchte. Haha, sehr witzig. Ich bin doch nicht blind. Ich habe doch gesehen, wie du Ramon Du hast angestellt doch Hallus. Ramon hat dir nicht nur den Kopf verdreht, anscheinend hat dein Gehirn auch was davon abbekommen. Und warum regst du dich denn jetzt so auf? Weil ich mir so einen Schwachsinn nicht anhören muss. Das ist kein Schwachsinn, das sind Tatsachen. Tatsache ist, dass ich mit Florian zusammen bin. Wenn das mit Florian dir so wunderbar und toll ist, warum musst du Ramon dann so hinterher gucken? Dir sind heute fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Halt doch die Klappe, Lena. Gib's doch wenigstens zu, dass du auf ihn abfährst, Mensch. Bist du fertig? Nein, noch nicht. Du bist nämlich nur sauer, weil du bei ihm nicht ankommst und keine Schnitte kriegst. Okay, wenn's dich glücklich macht, Lena. Ramon steht total auf dich. Genau, hast ausnahmsweise mal recht. Deswegen geht er auch immer auf Tauchstation, wenn du ihn küssen willst. Das ist doch gar nicht wahr. Tja. Am besten, du gehst morgen gleich zum Psychiater und erzählst ihm, dass alle Männer dieser Welt auf dich stehen. Fass mich bitte nicht an. So eine Krankheit würde ich wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Könnte chronisch werden. Hola, Señoritas. Was ist denn hier los? Eigentlich braucht man ja sehr wenig, um glücklich zu sein. Mann? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Einen guten Wein und die richtige Frau. In dieser Reihenfolge? Nein, manchmal ist die richtige Frau schon wichtiger. Jetzt auch? Sie liegt gerade neben mir. Das hättest du viel früher haben können. Ja, manche Männer sind eben schwer von Begriff. Barbara, Ja? ich möchte dich etwas fragen. Könntest du dir vorstellen, für immer nach Friedenau zu ziehen? Diese Frage kommt ein bisschen überraschend, findest du nicht? Nein, das finde ich überhaupt nicht. Was willst du denn mit deiner eigenen Wohnung? Aber ich kann doch nicht so einfach alles aufgeben. Ja, aber warum denn nicht? Ich habe so viel für alles gearbeitet. Das kannst du doch alles mitbringen. Platz genug ist doch hier. Nein, das meine ich nicht. Die Wohnung bedeutet für mich so viel Unabhängigkeit, Eigenständigkeit. Das sollst du doch alles nicht verlieren. Ich möchte doch nur, dass wir so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen. Das können wir doch auch, so oft wir wollen. Das ist doch nicht dasselbe. Dann ist es auch noch so früh. Wir sind kaum ein paar Wochen zusammen. Und dann ist da auch noch Kathi. Ach, Kathi. Die würde lieber heute als morgen mit Sack und Pack hierher ziehen. Trotzdem, ich will sie nicht aus ihrer gewohnten Umgebung reißen. Das dauert keine Woche, dann hat sie sich hier eingewöhnt. Ich werde mit ihr reden. Christoph, bitte, ich will nichts überstürzen. Also ich habe keinen Bock, stundenlang den Clown zu spielen. Deswegen bin ich nicht extra noch mal aufgestanden. Hat's euch die Sprache verschlagen? Hey, kann ich irgendwie helfen? Vielleicht ein kleiner Ringkampf? Frauen catchen im Schlamm? Ey, ich mache auch gern den Schiedsrichter. Anna der Hammer gegen Screaming Lena. Wie wär's, wenn die Klügere einfach nachgibt, hm? Frag sie. Sie weiß eh alles besser. Zu dem Thema sage ich nichts mehr. Was denn für ein Thema? Also ich schlage vor, wir ziehen jetzt alle unsere Jäckchen an und gehen eine Runde um den Block. Keine gute Idee. Wie wär's, wenn wir ein paar Bierchen trinken gehen? Vielleicht könnt ihr ja dann mehr reden. Mit der? Niemals. Vergiss es. Kimi war da un attack. Ramon!
Na? Immer noch sauer wegen der Sache mit den Stiefeln? Ach, lass mich in Ruhe. Ich denke nicht dran. Ich habe mich gerade mit deiner Mutter unterhalten. Sehr interessant. Ja, ich habe sie gefragt, ob sie nicht nach Friedenau ziehen will. Ach ja? Und was willst du jetzt von mir? Hättest du denn Lust, mit deiner Mutter hierher zu ziehen? Für immer? Ja oder nein? Na, ist ganz okay hier. Ja, das ist ja immerhin schon etwas. Deine Mutter ist nicht so sehr begeistert. Was hat sie denn gesagt? Sie meint, es geht ihr alles viel zu schnell. Wieso zu schnell? Sie sagt, sie braucht noch etwas Zeit, um zu überlegen. Was gibt's denn da noch zu überlegen? So toll wie hier ist es doch nirgendwo sonst. Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Jan? Was denn? Eigentlich könntest du doch auch mal für mich Model spielen. Möchtest du eine kleine Privatvorstellung, ja? Ja, aber nur mit Krawatte. Da gibt's ein kleines Problem. Und das wäre? Ich habe gar keine Krawatte. Oh, schade. Und dabei hatte ich gerade so eine tolle Idee, wo du sie aufhängen könntest. Nicht so laut. Ich versuch's ja. Wir müssen wirklich leise sein. Ich bin ganz vorsichtig. Psst. Ich bin doch schon ganz leise. Noch leiser geht's doch gar nicht. Bitte sei jetzt endlich leise. Entschuldigung. Was hast du denn? Ach, nichts, gar nichts. Ja, das merke ich. Was willst du denn hier? Das kann dir doch wohl egal sein. Ich wohne hier. Ramon schließlich auch. Ach Gott, das hätte ich ja glatt vergessen. Ihr seid ja so gut wie verlobt. Das kann dir doch wohl egal sein. Ich wollte Ramon zur Schule abholen. Oh, jetzt willst du es aber wissen, hm? Auch bestimmt auch mit Pausenbrote tauschen und Händchen halten und so, damit auch ja alle denken, dass ihr zusammen seid, hm? Das geht dich überhaupt gar nichts an. Ach Mann, ihr seid das Traumpaar des Jahrhunderts. Nur schade, dass Ramon noch nichts davon weiß. Morgen, Mädels. Na, Kriegsball begraben? Alles geklärt? Oh, Verzeihung. Wäre ja auch zu schön gewesen. Überhaupt nichts ist geklärt. Ich wüsste auch nicht, was es da zu klären gäbe. Schlagt euch, beißt euch, kratzt euch die Augen aus. Aber bitte ohne mich, okay? Warum bist du denn jetzt so sauer? Ich bin nicht sauer. Ich hab bloß keinen Bock mehr auf eure Zicken. Florian ist echt clever. Der ist alleine zur Schule gegangen. Und genau das mache ich jetzt auch. Schönen Tag noch. Barbara, ich habe noch mal über den Umzug nachgedacht. Hast du eingesehen, dass es wenig Sinn macht? Nein, im Gegenteil. Ich habe herausgefunden, was der eigentliche Grund ist, weshalb du dich hierher ziehen willst. Es hat weder mit deiner Eigenständigkeit noch mit Kathi zu tun. Sondern? Mit Clarissa. Es gibt hier einfach noch zu viele Dinge, die dich an sie erinnern. Habe ich recht? Ja, vielleicht. Irgendwie ist es immer noch ihr Reich. Sie hat jedes Möbelstück, jeden Teppich, jedes Bild gekauft. Aber das lässt sich doch ändern. Wir renovieren Friedenau vom Keller bis zum Dach. Aber du kannst doch nicht alles rausschmeißen, Christoph. Wir können doch erst mal mit ihrem Arbeitszimmer anfangen. Wir räumen alles aus und machen daraus dann dein Atelier. Also wie sieht das denn aus? Sie ist noch kaum aus dem Haus und ich stehe mit dem Umzugswagen vor der Tür. Ich möchte einfach die Frau, die ich liebe, bei mir haben. Christoph,
bist noch nicht mal geschieden. Das ist doch nur eine Formsache. In einem Jahr ist alles über die Bühne. Also, wann soll ich die Möbelpacker bestellen? Na gut. Also versuchen wir es. Aber vorerst nur das Atelier. Die Wohnung behalte ich. Von mir aus so viele Wohnungen, wie du willst. Hauptsache, du bist hier. Frau Gräfin? Sie sehen hinreißender aus, als ich Sie in Erinnerung habe. Heben sich Ihre Komplimente für später auf. Bitte. Kommen wir gleich zur Sache. Wenn ich zur Sache komme, fallen mir die Komplimente immer am leichtesten. Ich möchte, dass wir umgehend auf das Scheidungsruf meines Mannes eingehen. Warum plötzlich die Eile? Weil meine Nachfolgerin bereits dabei ist, sich in Friedenau einzunisten. Alle Achtung, das ging schnell. Und wer ist die Unglückliche, die dieses schwere Erbe antreten muss? Barbara von Sternig, Modedesignerin. Sie baggert schon seit Jahrzehnten. Und jetzt hat sie meinen Mann endlich da, wo sie ihn immer haben wollte. Und darum wollen Sie die Scheidung möglichst schnell über die Bühne bringen? Ganz genau. Warum soll ich mir das länger mit ansehen? Weil es sich durchaus lohnen könnte. Ich verstehe nicht ganz. Der Graf will doch auch eine möglichst schnelle Scheidung. Soviel ich weiß, ja. Ich glaube, er kann es kaum erwarten, diese von Sternig zu heiraten. Eben. Was eben? Das sollte ihm einiges wert sein. Wenn Sie der Scheidung nicht zustimmen, dann muss er entweder 3 unendlich lange Jahre warten oder aber er muss sich freikaufen. So habe ich die ganze Sache noch gar nicht betrachtet. Ab und zu haben Anwälte doch ihre guten Seiten. Ab und zu haben Anwälte nur gute Seiten. Unter den Umständen kann ich mich natürlich nicht scheiden lassen. Aber woher? Wer kann das von Ihnen verlangen? Sie lieben Ihren Mann doch noch, oder? Aber natürlich. Und Sie leiden bestimmt sehr unter der Trennung. Haben Sie eine Ahnung? Und wahrscheinlich können Sie nachts kaum mehr ruhig schlafen. Keine Sekunde. Wissen Sie, wenn ich jetzt nicht nur Ihr Anwalt wäre, sondern auch noch ein guter Freund, dann würde ich Sie jetzt in den Arm nehmen und trösten. So schlecht geht's mir denn nun doch nicht. Schade. Noch nicht. Bin wieder da. Musst du gar nicht arbeiten? Auch ich habe ab und zu Mittagspause. Ist was? Was soll schon sein? Naja, du bist irgendwie so komisch. Dann bin ich halt komisch. Du bist ja auch manchmal seltsam drauf, oder? Na komm, sag schon. Okay, wenn du nichts sagst, dann sage ich eben auch nichts. Dann haben wir in Zukunft hier einen himmlischen Frieden. Na toll. Julia wird sich freuen. Ist es wegen heute Nacht? Ja, was ist? Eigentlich nichts, es ist nur die Musik. Tolles Lied. So eine Hetze. Der Schweiß ruiniert mir noch total das Make-up. Ach, da ist sowieso nicht mehr viel zu retten. Oh, es gibt tatsächlich noch Männer, die sich hin und wieder überwinden. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Du hast mich doch nicht herbestellt, um mir Sprichwörter vorzubeten. Nein, ich möchte, dass du mit nach Friedenau kommst. Ich will noch mal mit Christoph reden. Und da fände ich es gut, wenn du dabei bist. Wollt ihr den Hausrat aufteilen? Ganz im Gegenteil. Damit werde ich mir noch eine ganze Weile Zeit lassen. Dieser Gebhardt hat mich wirklich auf die beste Idee gebracht seit der Erfindung des Seitensprungs. Ich hab's gleich gesagt. Dieser Gebhardt hat es faustdick hinter den Ohren. Ich werde Christoph und Barbara einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen. Ah, und wie willst du das anstellen? Frag nicht so viel. Schau's dir an.
Na komm schon. Ich werde gleich eine filmreife Vorführung hinlegen. Und hast du dich dabei? Du spielst auch eine Hauptrolle. Endlich ist dein schauspielerisches Talent gefragt, Schätzchen. Klingt gut. Also dann los, sonst verpassen wir noch unser Stichwort. Na, meine Süße? Hallo. Bist du total verschwitzt? Ja, ich bin auch total erledigt. Aber der Einsatz hat sich gelohnt. Wir haben die Typen sowas von abgezockt. Gratuliere. Und wie wär's mit einer Dusche? Zu zweit? Oh, was beim ersten Mal gut war, kann beim zweiten Mal ja nicht verkehrt sein, hm? Du störst. Nein, komm rein. Was gibt's? Ich suche die CD-ROM von StarQuest 3. Müsst ihr irgendwo rumfliegen. Sekunde. Übrigens bin ich gestern im 3. Level durch Skytor bis zum Heaven's Gate. Und dann kommt ein scheiß Star Trooper von hinten und pum, weg war ich. Wo willst du denn hin? Hey! Was ist denn mit dir los? Keine Ahnung. Vorhin war sie noch ganz normal. An sich sind die Mädels ja ganz niedlich. Aber manchmal gehen sie einem ganz schön auf den Zeiger. Ach du, so ganz ohne Mädels finde ich es auch langweilig. Aber ab und zu hat jeder mal eine Pause verdient. Wieso Pause? Ich hab die Idee. Wir machen heute Abend einen drauf. Nur wir beide. Wir spielen eine Partie Pool, kippen 2, 3 Biere. Keine Mädels, keine Diskussionen. Nur Fun ohne Ende, hä? Das ist eine Überlegung wert. Ach was, schon überredet. Lieber Fun ohne Ende als Frauen ohne Ende. Hey! Was ist? Nichts. Ist Nicole wieder weg? Ja, sie hat noch einen Termin in der Stadt. Seit wann hörst du Chris Rea? Seit er Musik macht. Ich finde ihn gut. Und auf Julia stehst du ganz besonders, hm? Eigentlich höre ich lieber Road to Hell. Aber du bist doch nicht hier, um mit mir über Musik zu reden, oder? Nein. Weißt du, es gibt da in letzter Zeit ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Ach, was denn zum Beispiel? Naja, zum Beispiel habe ich dein Halstuch im Wintergarten gefunden und der Türknopf war kaputt und Und? du warst im Wintergarten eingesperrt und hast gesehen, wie Nicole und ich zusammen waren. Hm? Ja, stimmt doch, oder? Mhm. Du warst da eingeschlossen und hast zusehen müssen, wie ich mit dir geschlafen habe. Wo soll denn der ganze Schrott hin? Erstmal alles hierher. Wenn es regnet, kannst du das Zeug vergessen. Es wird schon nicht regnen. Außerdem lasse ich morgen alles abholen. Warte, ich helfe dir. Schau mal, wer da kommt. Ach, mir bleibt auch nichts erspart. Hi, wir räumen gerade dein Arbeitszimmer leer, damit Barbara ihren Krempel einräumen kann. Soweit ist es also gekommen? Ist das deine Art, eine 20-jährige Ehe zu beenden? Einfach auf den Müll damit? Hast du denn kein Gefühl mehr im Leib? Du, ich habe jede Menge Gefühl. Nur eben nicht für dich. Aber du kannst doch nicht alles vergessen haben. Alles, was mal zwischen uns war. Ich nehme an, du bist gekommen, um unserer Scheidung zuzustimmen. Wie kommst du denn darauf? Ich wüsste nicht, was du sonst hier zu suchen hast. Das war so schrecklich. Ich konnte überhaupt nichts machen. Ihr wart am Bett und ich konnte nicht weg. Ich konnte einfach nicht weg. Ich musste zugucken.
betont mit Nicole. Und ich... Das war die Hölle. Verstehst du das? Ja. Das verstehe ich sehr gut. Das wäre mir wahrscheinlich ganz genau ausgegangen. Dann... Ich habe mich in die Ecke gesetzt und mir die Augen und die Ohren zugehalten, so gut ich konnte. Aber es hat überhaupt nichts genutzt. Es hat so weh getan. Julia. Das wollte ich nicht, hörst du? Hätte ich gewusst, dass du da draußen bist, dann hätte ich nie mit dir geschlafen. Das könnte ich doch nicht machen, sowas. Das tut mir so leid. Hi, ich bin wieder da. Wollte ich euch nur sagen. Ich konnte heute eine Stunde früher weg. Gut, was? Also, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Willst du nur die Sachen mitnehmen oder nicht? Was soll ich denn mit den Möbeln? Das habe ich mir gedacht. Du kaufst dir lieber neue. Ich habe das alles geahnt. Nein, ich habe das gewusst. Ich habe das immer gewusst. Was hast du immer gewusst? Das mit dir und Barbara. Ich habe gewusst, dass das eines Tages passieren würde. Was soll denn der Unsinn? Und bist du jetzt zufrieden? Hast du endlich, was du immer wolltest? Das ist doch verrückt. Das ist doch vollkommen verrückt. Nein. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nur so verzweifelt und so verletzt. Mir kommen gleich die Tränen. Kannst du dir nicht vorstellen, wie ich mich die ganze Zeit gefühlt habe? 20 Jahre war ich nur die zweite Wahl für dich. Und dann mache ich einmal in meinem Leben einen Fehler. Einmal. Ich gebe zu, das mit Arno war ein Fehler. Aber dass ich all die Jahre zu dir gehalten habe, dass ich für dich gelitten habe, das zählt plötzlich nicht mehr. Kannst du mir nicht noch einmal verzeihen? Christoph, wenn du mir verzeihst, dann verzeih ich dir. Ich verzeih dir alles. Auch diese Affäre. Christoph, ich kann es nicht länger ertragen, dass alles zerstört wird, was jemals zwischen uns war. Bitte verzeih mir. Was soll denn der Unsinn? Willst du mich auf den Arm nehmen? Bitte, Christoph. Lass uns es noch einmal versuchen. Ich liebe dich, Christoph. Ich liebe dich. Und deshalb kann und werde ich einer Scheidung nie zustimmen.